Habt ihr die Aufnahmen von echten Alien-Mumien gesehen, die im mexikanischen Kongress gezeigt wurden? Oder die Sitzung der US-Regierung, bei der offiziell UFOs präsentiert wurden, die von Piloten aufgenommen wurden? Heute werde ich euch handfeste Beweise dafür zeigen, dass wir in dieser Welt nicht allein sind, von zufälligen Fotos bis hin zu echten Videos und Zeugenaussagen hochrangiger Beamter. Ägypten. Und hier ist die erste Frage, die ich euch stellen möchte. Wie konnte eine antike Zivilisation, die keine Kenntnisse über komplexe Hebemechanismen und präzise Ingenieursberechnungen hatte, perfekte Bauwerke schaffen? Ja, ich spreche von den ägyptischen Pyramiden und dem, was in ihnen gefunden wurde. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass alle Pyramiden von Gizeh an der Kreuzung der längsten Breitengrade und Längengrade liegen. Die Erklärung dieses Phänomens wirft viele Fragen auf. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass es in der Vergangenheit eine fortgeschrittene Menschheit gegeben haben könnte, deren Wissen wir verloren haben. Ebenso populär ist jedoch die Hypothese, dass es Eingriffe außerirdischer Zivilisationen gab. Laut einer Version könnten Außerirdische die Erde besucht und der Menschheit beim Bau der Pyramiden geholfen haben, wobei sie Technologien und Wissen hinterließen. Diese Theorie wird durch einen Artikel aus dem Jahr 1988 gestützt, der von einem Fund in der Pyramide von Gizeh berichtet. Forscher entdeckten einen Sarkophag mit einer Mumie eines Humanoiden und einen Papyrus, in dem das Treffen von Pharao Cheops mit einem Außerirdischen beschrieben wird. Laut dem Text des Papyrus wurde die Pyramide nicht für den Pharao, sondern für den außerirdischen Gast errichtet und sollte als Leuchtturm für seine Artgenossen dienen, die die Erde in der Zukunft besuchen würden. Ja, solche Entdeckungen lassen einen wirklich über die wahren Gründe für den Bau der Pyramiden nachdenken. Aber glaubt mir, das ist nur der Anfang. Denn als nächstes zeige ich euch echte Aufnahmen von außerirdischen Besuchern. Miami. Im Jahr 2016 stießen die Mitarbeiter des Flughafens in Miami auf ein ungewöhnliches Phänomen. Ein blauer, leuchtender Ball erschien am Himmel. Es sei klargestellt, dass bewiesen wurde, dass es sich nicht um eine Fotomontage oder Fälschung handelte, und es gab auch mehrere Dutzend Zeugen. Dieses Ereignis warf viele Fragen unter dem Bodenpersonal auf, das das Phänomen auf Video aufnahm und in sozialen Medien veröffentlichte. In den Kommentaren begannen Nutzer Vermutungen über die Ankunft von Außerirdischen zu äußern, mit Sätzen wie „Sie nähern sich“ und „Willkommen in der Welt der Außerirdischen“. Es gab auch die Theorie, dass es sich in Wirklichkeit nicht um eine Alien-Invasion, sondern um einen Raketenstart aus Cape Canaveral handelte, der kurz vor Sonnenaufgang stattfand, was das Auftreten des beeindruckenden blauen Lichts erklärt. Doch es gibt ein kleines Detail. Das Flughafenpersonal arbeitet dort seit Jahren. Raketenstarts passieren ziemlich oft, aber ein solches Objekt haben sie noch nie gesehen. Die Schlussfolgerungen überlasse ich euch. Phoenix Lights. Die Phoenix Lights im Jahr 1997 wurden ebenfalls zu einem der auffälligsten und meistdiskutierten UFO-Sichtungsfälle. Diese leuchtenden Objekte wurden im März desselben Jahres von Tausenden von Menschen am Himmel über der Sonora-Wüste in Phoenix und anderen Teilen Mexikos gesehen. Die Sichtungen fanden zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr Ortszeit statt und erstreckten sich über fast 500 Kilometer von der Grenze Nevadas durch Phoenix bis an die Grenzen von Tucson. Zeugen beschrieben Lichter, die in gleichmäßigen Abständen über die Landschaft flogen, was auf vielen Foto- und Videoaufnahmen festgehalten wurde. Diese Bilder wurden oft auf populären Fernsehsendern wie Discovery und History gezeigt, was zur weiteren Verbreitung der Informationen über dieses Phänomen beitrug. Die Phoenix Lights bleiben eines der rätselhaftesten und unerklärlichsten Ereignisse in der Geschichte der UFO-Beobachtungen. Und das Interessanteste ist, dass letztlich niemand eine vernünftige Erklärung für das Gesehene liefern konnte, was deren außerirdische Herkunft nur weiter untermauert. Flugzeugträger Theodore Roosevelt. Und wie könnte es ohne Videoaufnahmen des Militärs anders sein? Als der amerikanische Flugzeugträger Theodore Roosevelt die Küste Floridas passierte, ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall. Piloten nahmen ein Video auf, das die Öffentlichkeit schockierte. Darin war ein Fluggerät zu sehen, das sich drehte und seitlich flog, was an die Beschreibungen des bekannten Ufologen Bob Lazar erinnerte, wie außerirdische Schiffe die Schwerkraft verzerren. Die Form des Geräts erinnerte an ein Herz. Skeptiker behaupteten, dass die sichtbare Rotation nur eine optische Täuschung war, die durch den Stabilisierungsmechanismus der Kamera verursacht wurde. Doch die Piloten, die Erfahrung mit solcher Technik haben, bestanden auf der Realität der Rotation des Schiffes.
und betrachteten sie nicht als Illusion. Jeremy Corr, ein Elektrooptikingenieur und Kameraspezialist, bestätigte ebenfalls, dass es sich nicht um eine Täuschung handelte. Ein weiterer interessanter Aspekt war die Bewegung des Objekts mit hoher Geschwindigkeit im Seitenwind, was Fragen zu seinen Fähigkeiten aufwarf, da moderne Fluggeräte nicht in der Lage sind, bei solchen Bedingungen einen geraden Kurs zu halten. Luis Elizondo, der ein geheimes Regierungsprogramm zur Untersuchung von UFOs leitete, machte dieses Video öffentlich. Er trat zurück, da er mit dem Umgang der Regierung mit UFO-Forschung und nationaler Sicherheit nicht einverstanden war. Elizondo bemerkte, dass viele Militärangehörige auf ähnliche Phänomene stoßen, aber nicht darüber berichten, aus Angst vor negativen Auswirkungen auf ihre Karriere. NASA. Und wo könnte man Aliens sonst noch begegnen, wenn nicht im Weltraum? Auf einem von der NASA veröffentlichten Video wurde ein nicht identifiziertes Objekt in Form einer länglichen Linie festgehalten, das während eines Außeneinsatzes der Astronauten auf der Internationalen Raumstation im Weltraum auftauchte. Die Kameras der ISS erfassten dieses Objekt, das sich für einige Sekunden hinter einem der Astronauten schwebend bewegte. Nach der Veröffentlichung des Videos im Internet entstanden zahlreiche Hypothesen über dessen Herkunft. Von der Annahme eines Raumschiffs von der Erde bis hin zu Meinungen, es handele sich um einen Lichtreflex auf der Kameralinse. Interessanterweise entschied sich die NASA, das Video zu veröffentlichen, ohne irgendwelche Kommentare oder Erklärungen bezüglich der Herkunft des Objekts abzugeben. Dies rief noch mehr Fragen und Spekulationen hervor. Manche fragen sich, warum die NASA solche Materialien veröffentlicht, wenn sie nicht von Erklärungen begleitet werden. Es scheint fast, als ob es ein stillschweigendes Eingeständnis der Existenz anderer Zivilisationen wäre. Und wenn nicht, warum hat man es dann nicht widerlegt? Wirklich seltsam, oder? Roswell. Und wie könnte man die bekannteste und am weitesten verbreitete Begegnung mit Außerirdischen auslassen? Im Jahr 1947 ereigneten sich in Roswell, New Mexico, mysteriöse Ereignisse, deren genaue Umstände bis heute ungeklärt sind. Es ist offensichtlich, dass etwas abgestürzt ist und laut einigen Zeugenaussagen könnte es ein außerirdisches Flugobjekt gewesen sein. Die offizielle Position der US-Regierung besagt jedoch, dass es 1947 in Roswell keine außerirdischen Aktivitäten gab. An der Absturzstelle in der Nähe eines Militärstützpunkts wurden Trümmer gefunden, die laut der Regierung Teil eines Forschungsprojekts mit Ballons waren. Dennoch glauben viele Menschen dieser Version bis heute nicht. Damals folgten die Menschen den Anweisungen der Regierung, wenn es um die nationale Sicherheit ging. Das UFO-Museum in Roswell zieht Menschen aus der ganzen Welt an und bietet ihnen die Möglichkeit, verschiedene Theorien und Versionen der Ereignisse zu erkunden. Obwohl das Museum keine endgültigen Antworten gibt, besteht der Hauptreiz für die Besucher darin, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die größte Anziehungskraft dieses Museums liegt im Geheimnis, das es birgt. Jeder liebt Geheimnisse, und dieses ist eines der größten in unserer Geschichte. Ich möchte auch hinzufügen, dass es selten Rauch ohne Feuer gibt. US-Kongress. Und wenn Sie all das bisher Gezeigte nicht überzeugt hat, dann vielleicht die US-Regierung? David Grusch, ehemaliger Leiter der Abteilung für die Analyse unerklärlicher anomaler Phänomene im US-Verteidigungsministerium, äußerte in einer Anhörung vor dem Kongress seine Besorgnis über ein langfristiges Programm zur Datensammlung über UFOs, zu dem ihm der Zugang verweigert wurde. Grusch erklärte, dass die US-Regierung seit Jahren Wrackteile und außerirdische Fluggeräte untersucht. Seinen Aussagen zufolge werden Menschen, die über UFO-Begegnungen berichten, verfolgt. Und einige von ihnen wurden verletzt. Grusch äußerte auch Bedenken um sein eigenes Leben. Ein Vertreter des Weißen Hauses, John Kirby, bestätigte, dass der US-Präsident Berichte über UFOs ernst nimmt und betonte die Bedeutung der Forschung in diesem Bereich. Im Jahr 2022 wurden bei einer Kongressanhörung mehrere Videos gezeigt, die seltsame, unidentifizierte Objekte festhielten, darunter ein Video von einer Überwachungsdrohne, die ein ungewöhnliches Objekt über einem US-Militärstützpunkt aufzeichnete. Die Regierung gab zu, dass sie diese Phänomene nicht erklären kann. Die öffentliche Diskussion über UFOs bei Kongressanhörungen deutet auf einen Wandel in der Haltung der Behörden hin, die diese Problematik jahrzehntelang leugneten und nun offen auf höchster Ebene diskutieren. Geständnis.
Wird ein Mensch lügen, wenn sein Schicksal besiegelt ist? Das Sterbensgeständnis des Wissenschaftlers Boyd Bushman, eines leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiters bei Lockheed Martin und ehemaligen Mitarbeiters der Area 51, wurde zu einem der am meisten diskutierten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erforschung außerirdischen Lebens. Kurz vor seinem Tod, im August 2014, nahm Bushman eine Videobotschaft auf, in der er seine Erfahrungen mit unidentifizierten Flugobjekten und Außerirdischen schilderte. Bushman behauptete, dass die US-Regierung heimlich mit außerirdischen Humanoiden verhandelte, die zwischen 130 und 150 Zentimeter groß waren, über 3 Wirbelsäulen verfügten und sowohl untereinander als auch mit Menschen telepathisch kommunizieren konnten. In seiner Videobotschaft zeigte der Wissenschaftler mehrere Fotos, die angeblich diese Außerirdischen zeigten. Wie zu erwarten, löste dieses Video in der Gesellschaft große Resonanz aus. Angesichts von Bushmans Autorität und seines bedeutenden Beitrags zur Wissenschaft, einschließlich seiner Arbeit mit großen Verteidigungsunternehmen und zahlreicher Patente, fragen sich viele, was seine Motivation war. Warum entschied sich der Wissenschaftler, auf dem Sterbebett Informationen zu teilen, die seine gesamte Karriere in Frage stellen könnten? Diese Frage bleibt offen und verstärkt das Vertrauen in sein letztes Geständnis. Mexico Alien. Doch nicht nur die US-Regierung, sondern auch die von Mexiko begann, einen offenen Dialog über die Existenz von UFOs zu führen. Es scheint, als ob sich etwas ankündigt. Der bekannte Journalist und Ufologe Jaime Maussan stellte dem mexikanischen Kongress Funde vor, die seiner Meinung nach auf die Existenz außerirdischer Lebensformen hinweisen könnten. Diese Mumien wurden in Minen bei Palpa und Nazca in Peru gefunden und eine Radiokohlenstoffdatierung ergab, dass sie etwa 1000 Jahre alt sind. Maussan behauptete, dass molekulare Analysen die außerirdische Herkunft dieser Wesen bestätigten. Laut Maussans Beschreibung hatten die Wesen eine nichtmenschliche Natur. Sie hatten 3 Finger, verlängerte Köpfe und waren etwa 170 Zentimeter groß. Es wurde auch berichtet, dass sich in den Mumien Eier mit Embryonen und Implantate befanden, die Cadmium und Osmium enthielten. Diese Behauptungen stießen jedoch auf ernsthafte Zweifel und Kritik seitens der Wissenschaftsgemeinschaft. Die meisten Wissenschaftler und Experten stehen solchen Aussagen skeptisch gegenüber und betonen, dass für endgültige Schlussfolgerungen über die Herkunft und Natur der Mumien gründlichere Forschungen und zuverlässige wissenschaftliche Daten erforderlich sind. UFO auf der Karte. Ein Artikel mit dem Titel »Beweis für die Existenz von UFOs« erschien in allen lokalen Zeitungen von Texas am Tag, als ein Video im Internet veröffentlicht wurde, das von einem Nutzer von Google Maps entdeckt wurde. Auf dem Video waren seltsame Objekte zu sehen, was eine Welle des Interesses bei Nutzern auslöste, die den Dienst selbst erkunden wollten. Doch die Versuche, das Objekt zu finden, blieben erfolglos, da der Autor des Videos keine genauen Koordinaten angegeben hatte, was die Suche unmöglich machte. Zudem verschwand die Person, nur die Aufnahmen seiner Entdeckung blieben im Internet zurück. Dies führte natürlich zu vielen Diskussionen über die Glaubwürdigkeit der Quelle. Trotzdem sind Ufologen überzeugt, dass, wenn dies wahr ist, die geheimnisvolle Figur im Video aus dem Weltraum zur Erde gekommen sein könnte und entweder lebende Organismen oder ein bösartiges Zeichen darstellen könnte. Belgien. Und hier ist noch ein weiterer Massenfall, dem man die Glaubwürdigkeit nicht absprechen kann. Im Jahr 1989 ereignete sich in Belgien ein bemerkenswertes Ereignis, das mit der Beobachtung eines UFOs verbunden war und als einer der am besten dokumentierten Fälle in die Geschichte einging. Im November desselben Jahres berichteten 30 verschiedene Gruppen von Menschen, darunter auch Polizisten, von der Sichtung eines UFOs. Sie beschrieben dasselbe große, flache, dreieckige Flugobjekt mit 3 roten Lichtern auf der Unterseite, das in geringer Höhe über Belgien schwebte. Das riesige Schiff bewegte sich lautlos und wurde auf der Strecke von Lüttich bis zur Grenze zu den Niederlanden und Deutschland gesichtet. Bis zum 30. März des folgenden Jahres gab es weitere Sichtungen und bis dahin hatten bereits 13.000 Einwohner das Objekt gesehen. Die belgische Luftwaffe erfasste es auf den Radarsystem und schickte 2 F-16-Jets zur Untersuchung. Die Piloten versuchten 9-mal das UFO abzufangen, aber jedes Mal, wenn sie das Objekt auf dem Radar erfassten,
beschleunigte es abrupt von 240 km/h auf 1770 km/h und führte Manöver durch, die mit den Fähigkeiten eines menschlichen Piloten an Bord unvereinbar waren. Das Objekt wechselte die Höhe von 2700 Metern auf 1500 Meter, stieg dann auf 350 Meter und sank fast bis zum Boden. All das innerhalb weniger Sekunden. Von den 2600 schriftlichen Berichten, in denen Zeugen ihre Beobachtungen detailliert beschrieben, erwähnte keiner eine Geräuschentwicklung während der Manöver, die sie vom Boden aus beobachteten, während die F-16-Jets ihre Operationen durchführten. Dieser Vorfall wurde zu einem der mysteriösesten und am meisten diskutierten in der Geschichte der UFO-Beobachtungen. Und ich bin mir sicher, dass jedes Jahr immer mehr Beweise ans Licht kommen werden jetzt, da auf Regierungsebene darüber gesprochen wird. Übrigens, wenn dieses Thema Sie interessiert, Sie Drehbücher schreiben, Videos schneiden oder Aufnahmen vertonen können, dann schreiben Sie dem Telegram-Bot über den Link in der Beschreibung. Und danke fürs Zuschauen.